Ja, hallo, liebe Community. Willkommen zurück zu einem weiteren Video der Printensive V4. Wir müssen heute mal über ein paar Sachen sprechen, bevor wir weiter an der Maschine arbeiten, denn es steht ja natürlich jetzt die Elektrik irgendwann an. Und dazu möchte ich gerne noch mal ein paar Worte verlieren. Zum einen macht ihr die Elektrik nicht selbst. Ihr macht die Elektrik mit einem Freund, der eine Elektrofachkraft ist. Definitiv. Ja. Freund, Freundin, Mechatroniker, Elektroniker, Elektriker und so weiter. Leute, die Elektrofachkräfte sind, die sich mit sowas auskennen. Denn, und ich muss es immer wieder sagen, das, was aus der Steckdose kommt, das ist tödliche Spannung. Das heißt, ihr könnt ganz schnell daran sterben und wenn ihr eine erwischt bekommt und denkt so, oh, ist ja nichts passiert, können auch noch Stunden danach Probleme auftreten, nämlich das sogenannte Herzkammerflimmern. Und dann ist es meistens schon zu spät. Ja, also eigentlich muss man nach jedem, also nicht eigentlich, man geht nach jedem Stromschlag ins Krankenhaus und lässt sich überwachen. Kriegt man eine EKG auf der Brust und dann muss man ein paar Stunden da bleiben, meistens über Nacht und dann, ja, das ist unschön, das ist, ja, komisch, das ist, passiert schon nichts und sowas alles, aber glaubt mir, das kann auch noch 5, 6 Stunden danach passieren, nachdem ihr einen Erwisch bekommen habt. Also macht es nicht. Ja, das ist, macht es einfach nicht. Macht es mit einem Kollegen, der eine Fachkraft ist, der weiß, wie das geht. Ja, ich werde mit euch auch kein Verdrahtungsvideo machen. Ich werde euch meinen Schaltschrank zeigen, wenn er fertig ist, beziehungsweise werde ich ihm nochmal zeigen, was ich so reingebaut habe und dann zeige ich ihn euch nur, wenn er fertig ist. Ja, wenn ich ihn euch dann überhaupt zeige, das weiß ich noch gar nicht. Also ich möchte einfach nicht, dass auf YouTube Elektrik-Sachen gezeigt werden, denn das ist einfach viel zu gefährlich, dass ihr das einfach so nachbaut, nach einem YouTube-Video. Ja, da können so viele Probleme auftreten, da können Brände entstehen, da können tödliche Spannungen irgendwo anliegen und dann liegt ihr daneben oder ein Kumpel kommt zum Bier trinken, fest die Fräse an und kriegt einen gezimmert und liegt dann da unten und ist vielleicht möglicherweise gleich verstorben. Das wollt ihr alles nicht. Bitte, bitte, bitte seid einfach nicht so eine Idioten, wie man das hier bei YouTube oft sieht, die das einfach alles so basteln. Ja, ich mache schon seit 20 Jahren die Elektrik bei mir zu Hause. Ja, super, aber ich operiere auch nicht die Gehirne eurer Kinder. Ja, also ich kann das genauso wenig und ihr solltet genauso wenig Elektrik machen, wenn ihr das nicht gelernt habt. Ja, nur weil ihr das könnt, heißt das nicht, dass ihr das gut macht und dass ihr die Regeln kennt. Ja, also die meisten Leute, die zu Hause Elektrik machen, kennen ja nicht mal die 5 Sicherheitsregeln. Das ist unsere Bibel sozusagen. Ja, das ist das, warum wir Elektrofachkräfte am Leben bleiben, während wir unsere Arbeit machen, weil wir es nämlich wissen, auf was man achten muss. Und ihr wisst das einfach nicht. Ihr seid einfach keine Fachleute. Also wenn ihr das nicht seid, dann tut mir bitte den Gefallen und holt euch Hilfe von einem Freund. Und ganz ehrlich, in jedem Freundeskreis gibt es mindestens einen Elektriker, ja, oder Elektroniker. Und das sind Elektrofachkräfte und die können euch da unterstützen. Was wir aber heute machen werden, wir werden mal über die entsprechende Geschichte sprechen, was die Amerikaner sich hier so ausgedacht haben. Also eigentlich nicht Amerikaner, eigentlich ist Logan ja ist ja eigentlich ein Kanadier, kein Amerikaner, aber es ist halt nach kanadisch-amerikanischem Vorbild gebaut. Wir Deutschen würden das so nicht bauen. Ja, aber ihr seht dann hier im Wiki unter Wiring und Electronics, da könnt ihr einfach draufklicken und dann findet ihr hier im Prinzip schon mal ein Enclosure, also ein Gehäuse, was ihr aus Aluplatten bauen könnt. Wenn ihr zum Beispiel schon eine kleine Fräse habt, könntet ihr euch hier diese Aluplatten fräsen, dann das Ganze mit ein bisschen Alu-Strangos kann dann schon zu einem Enclosure werden, also zu einem schönen Kasten. Wenn ihr euch aber einen kaufen wollt, dann müsst ihr halt diese Maße haben, das habe ich euch schon mal erklärt, 400 mal 600 mal 200, 200 ist die Höhe, also die Höhe ist falsch gesagt, die Tiefe, das hier, das sind die 200 Millimeter und die brauchen wir vor allen Dingen, weil da nämlich der Wechselrichter drin sitzt, der Umrichter und der hat halt genau die Höhe, dass ihr 200 braucht. Ja, viele machen das so, wie ihr das jetzt hier seht. Ich habe meinen Schrank auf die Seite gelegt und mache den so seitlich auf. Das habe ich euch ja, glaube ich habe euch meinen Schrank schon mal gezeigt, kurz. Ja, also nur, dass ihr das schon mal seht. Da müssen dann natürlich noch Löcher rein in diesen Blechkasten. Da nimmt man am besten eine Stichsäge. Und da kann man dann auch im Electronic Enclosure File, das zeige ich euch gleich nochmal, kann man sich so eine Art Bohrhilfe ausdrucken auf dem 3D-Drucker, dass man das hier schön anreißen kann. Ja, aber das wäre jetzt die Version, sage ich mal. So, wir haben hier natürlich eine Übersicht der Verkabelung, sage ich jetzt mal. Die ist, also
DIN ist das nicht. Ja, also nach DIN würde man das so nicht bauen. Ja, was ich hier sehe, ist, dass sie die 24 und 48 Volt ein bisschen getrennt haben von 230. Das ist schon gut, das sollte man immer machen. Ist aber meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr so nötig, denn die Leitungen, die man so kaufen kann, die sind eigentlich schon so, dass man das auch zusammen verlegen kann. Ja, also da passiert eigentlich nichts. Und stören tun die sich gegenseitig auch nicht, weil, ja, was soll da passieren? Ja, das sind so kurze Strecken in diesem Schaltschrank. Also prinzipiell wäre das jetzt nicht schlimm, wenn die alle in einer Kabelbahn liegen würden. Ja, ich werde das auch trennen, aber man baut das sowieso nicht nach VDE. Und wenn man das nach VDE bauen würde, dann würde das sowieso ganz anders aussehen. Aber was mir hier zum Beispiel bei diesem Design überhaupt nicht gefällt, ist zum Beispiel dieser Eingangsschalter hier. Ja, also hier haben wir hier ist unsere Eingangsklemme sozusagen, also wo unser Kabel reinkommt. Das Grüne ist bei den Amis immer Schutzleiter, das Rote ist der Außenleiter und das Blaue ist der Neutralleiter. Ne? Also äh, Neutralleiter und Phase würdet ihr immer sagen, aber es ist der Außenleiter. Und da geht das alles über diesen Schalter. Das heißt, die gesamte Leistung der Maschine geht über diesen kleinen Schalter hier. Das finde ich schon mal blöd. Na klar, es gibt Schalter, die können 15, 20 Ampere ab, ja. Und 16 Ampere ist ja so eine Steckdosenanschluss oder Einphase ja meistens abgesichert. Das heißt, es gibt solche Schalter, die 16 Ampere ab können. Ich persönlich vertraue diesen Schaltern nicht, deswegen habe ich einen normalen Hauptschalter. Ja, den kennt ihr, den habt ihr ja auch schon gesehen. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. So, und dann ist im Prinzip ganz simpel. Sie gehen mit der Spannung auf die Vagos hier. Das ist eine Vago-Verteilung hier sozusagen. Natürlich werden da Reinklemmen besser und sicherer und schöner und VDE-rechter, aber ich werde das auch mit den Vagos machen, weil am Ende spart das Platz und es ist ja auch so machbar, ja, sage ich mal. Die Vagos sind sehr sicher, auch berührungssicher und so weiter. Schön ist das natürlich nicht. Ja, aber ich werde das genauso machen, auch wenn das nicht schön ist. Ich kann das ja für mich verantworten. Ich bin Elektrofachkraft und ich weiß, dass ich den Vagos vertrauen kann, dass da nichts passiert. Da wird nichts wegschmoren, da wird auch kein Kurzschluss passieren und da wird es auch keine Berührung geben können, dass ich mich da irgendwie verletze. Ja, wenn so ein Schaltschrank unter Spannung steht, sollte man sowieso seine Finger da rausnehmen. Ja, also von daher lassen wir das mal dabei. Und von hier aus verteilen sie alles. Der Schutzleiter geht an den Filter, der Schutzleiter geht an das Blech, dem muss natürlich geerdet werden, das Blech, und es geht an die ganzen Netzteile, die haben ja alle Blechgehäuse, die müssen wir natürlich auch erden. Ja, falls da drin was passiert, dass wir da dann keine Pflaster kriegen. Die Schutzschaltung, die sie hier machen, der Kontaktor, das ist ja ein Schutz, der muss natürlich so dimensioniert werden, dass der die Gesamtleistung eurer Anlage ja, schalten kann. In dem Fall gehen wir erstmal von einer 2,2 kW Spindel aus. Dann gehen wir davon aus, dass die Netzteile hier noch ein bisschen Strom haben wollen. Die werden auch ein bisschen 1, 2, 3, 4 Ampere ziehen dann. Und ja, vielleicht habt ihr noch die Wasserpumpe dran, ihr habt vielleicht noch einen Kompressor, ihr habt vielleicht noch eine Waschmaschine, wollte ich gerade sagen, Staubsauger. Und wenn ihr das alles über die Maschine hier schalten wollt, dann läuft das alles über das Schütz. Das heißt, da müsst ihr dann schon mal gucken, dass euer Schütz dann auch in der Lage ist, diese Leistung zu schalten. Was sie hier machen, ist eine sogenannte Selbsthaltung, und zwar mit 230 Volt. Das ist ein 230 Volt Schütz, was 230 Volt natürlich dann hier oben an die Ein-Ausschalter und an den Notausknopf, E-Stop ist Notausknopf, anlegt. Und das ist etwas, was ich nicht möchte. Ja, ich möchte da oben keine 230 Volt haben, deswegen habe ich einen 24 Volt Schütz und deswegen ist auch meine Schaltung ein bisschen anders, aber die werde ich euch nicht erklären. Da habe ich ja gerade erzählt. So, und was passiert jetzt hier? Im Prinzip wird von hier aus verteilt. Ja, wir haben halt unsere Neutralleiter und den Außenleiter, die werden allpolig abgeschaltet von dem Schütz. Eine Selbsthaltung ist im Prinzip so, dass man mit dem Einschalter, mit dem Starttaster, die Spule des Schützes erregt. Ja, und wenn das Schütz dann angezogen hat, gibt es ja Hilfskontakte an diesem Schütz meistens. Und diese Hilfskontakte, die nutzen sie, das sind die beiden hier, die nutzen sie dann, damit das Schütz sich sozusagen dann selbst hält. Also in dem Moment, wo ich den Taster drücke, zieht das Schütz an und über die Kontakte, die das Schütz ja dann mit anzieht, holt es sich sozusagen seine eigene Spannung auf die Spule und ihr könnt den Starttaster loslassen und das Schütz bleibt angezogen.
sogenannte Selbsthaltung. Die wird dann unterbrochen von dem Stoppschalter. Also der Startschalter ist ein Schließer, der Stoppschalter ist ein Öffner. Ja, klar, der ist in Reihe mit der Schutzspule geschaltet. Sehen wir ja hier auch schön. Ja, das geht über diesen Taster. Hier geht es auch über Notaus. Und dann geht es hier zur Schutzspule und dementsprechend hält sich das Schütz dann selbst, wenn man die Starttaste drückt. Ja, und wenn man die Stopptaste drückt, wird genau diese Stromversorgung für das Schütz unterbrochen und damit fällt es wieder ab. Was sie hier machen, ist auch, dass der Notaus genau das macht. Der nimmt dem Schütz die Spannung und dadurch, dass das Schütz dann abfällt, verliert hier drinnen alles seine Spannung. Ja, außer das Flexi-Hall. Das Flexi-Hall, wenn es hier am PC hängt, hat es noch die 5 Volt vom PC, vom USB-Port. Die CPU hier drin läuft noch, aber FlexiHall erkennt, dass die 24 Volt weg sind und löst den Fehler 10 aus. Fehler 10 muss quittiert und resettet werden. Das heißt, das FlexiHall wird nach Wiedereinschalten, nach Notausknopf drücken, nicht von alleine weiterfahren, was ja wichtig ist. Ja. So, was hier auch noch wichtig ist, ist der Line-Filter. Das ist ein Filterelement. Das solltet ihr auf jeden Fall verbauen. Und dieses Filterelement, man sieht das auch schön, wie das geklemmt ist, ja. Das Filterelement holt sich hier seine Phase, also seinen Außenleiter und gibt den dann hier an den Umrichter weiter. Das heißt, wir wollen eine saubere Spannung für den Umrichter haben und andersrum, was viel, viel wichtiger ist, der China-Umrichter soll halt keinen Müll ins Netz zurückspeisen, ja, also keinen Schrott. Und dementsprechend gibt es hier einen sogenannten Line-Filter. Das ist ein Filterelement, da solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass das die Leistungsklasse eures Umrichters hat. Ja, also eine 220 Volt Spindel, die 9 bis 10 Ampere wird die dann schon haben. Ja, ist ja logisch, bei 2,2 kW gibt es noch ein paar Umrechnungsfaktoren. Aber da das ja hier einphasig reingeht, kann man das eigentlich auch mit einem ohmschen Gesetz ganz einfach ausrechnen. Aber da muss auch natürlich dann den Strom abkönnen. Ja, der ist nicht in der Gesamtgeschichte drin, sondern der ist nur für den Umrichter sozusagen. Ja, und da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr den eben verbaut. Wenn ihr das nicht tut, kriegt ihr so viele Störungen vom Umrichter, dass möglicherweise sogar die Verbindung zum PC hier problematisch wird. Ja. Haben viele Leute gehabt, dann fängt das FlexiHall an zu flackern und stürzt ab und sowas alles. Also, wie gesagt, benutzt einen Filter. Ja. Dieser ganze Kreis wird natürlich über einen 1 Ampere Breaker abgesichert, also über einen Sicherungsschalter oder eine Sicherung, ja, ein Sicherungsschalter. Ist eigentlich Quark, aber über eine Sicherung sozusagen oder Leitungsschutzschalter heißt er ja eigentlich. Ja, und was wir hier auch noch sehen, ist, dass das Display aus dem Umrichter ausgebaut wird und hier wieder eingebaut wird, vorne in diesem Außendisplay. Und da müsst ihr euch dieses Kabel hier auch noch dann krimpen, weil das, was hier drin ist, das Kabel ist zu kurz, das könnt ihr nicht nehmen. Zeige ich euch dann aber alles, wenn ich dann bei der Elektrik bin, zeige ich euch. Ja, so. Was wir da natürlich auch noch gleich mitkrimpen können, sind dann die Verbinder, die hier von diesen Wannensteckern hier zu unseren Treibern gehen. Habe ich ja hier an den Treibern den sogenannten Driver-Key von Logan. Das ist eine Platine, wo wir dann im Prinzip so einen Pfostenstecker draufgelötet haben und dann können wir mit dem Flachbandkabel hier rübergehen zu den einzelnen Adern sozusagen. Also wir müssen nicht Einzeladern verlegen hier rüber, sondern wir können dann im Prinzip einfach hier einen Stecker dran machen und hier einen Stecker dran machen, krümpen uns ein entsprechendes Kabel dafür, ein Flachbandkabel. Das ist nämlich genauso eins wie das hier. Und dann haben wir es schon. Ja, also easy peasy, lemon squeezy, das zeige ich euch auch. Keine Angst. Ja. So, und dann geht es natürlich noch hier runter zu unseren Netzteilen. Da haben wir 24 Volt, die brauchen wir fürs Flexi. Flexi macht daraus alle anderen Spannungen. 5 Volt, 12 Volt, 10 Volt, was auch immer Flexi braucht. 12 Volt für die Endstops zum Beispiel. Und die 48 Volt sind natürlich für unsere Treiber. Ja, bei mir, ich werde 2 48 Volt Netzteile haben, weil die zu meinem Set dazu waren. 2 Treiber werden bei mir ein Netzteil bekommen und die anderen beiden Treiber das andere Netzteil. Und mein 24 Volt Netzteil ist ja nicht so groß. Das ist ja bloß hier auf der Hutschiene ein kleines altes Siemens-Ding, was ich schon 15 Jahre habe. Und das, wie gesagt, wir brauchen nicht viel 24 Volt. Wo wir 24 Volt auf jeden Fall auch brauchen, ja, wir sehen das ja hier, das geht hier rüber, das geht hier rüber, das geht hier rüber an die Treiber. Ja, das ist schon mal, wenn er mich fragt, ist das nicht richtig gezeichnet, denn ich habe einen Knick in der Optik. Das sind die 48 Volt, nehme ich hier. Das hier geht hier rüber zu den Lüftern, genau. Das habe ich jetzt hier ein bisschen falsch gesehen. Die 24 Volt, die gehen hier zu den Lüftern. 24 Volt Lüfter sind hier drin. Ja. Ihr könnt natürlich auch
48 Volt Lüfter kaufen. Ihr könnt auch könnt auch ein anderes Netzteil noch einbauen. Wenn ihr 12 Volt Lüfter vom PC zum Beispiel schon habt, dann baut ihr noch ein kleines 12 Volt Netzteil mit dazu und holt euch dann im Prinzip hier die 12 Volt für die Lüfter. Ich habe jetzt 24 Volt Industrielüfter bestellt. Ja. Was wir ja auch noch sehen, ist diese komische Kontaktplatte hier, die man auch noch drucken könnte, wenn man das will. Auf die habe ich komplett verzichtet. Bei mir wird es ganz normale Kabelverschraubung geben, ne, was man eben hier so hat. Und da geht dann alles rein und raus. In dem Fall sind das dann die Stromversorgungsleitungen für die Motoren. Das sind ja vieradrige. Und dann habe ich ja noch, da ich Closed Loop habe, habe ich natürlich noch die entsprechenden Encoder-Leitungen und der Driver-Key, der dann hier unten aufs Flexi-Hall connected wird. Ja. Was wir ja auch noch sehen, ist natürlich die Verbindung, die vom Gantry kommt. Ja, das weiße hier, das ist das Netzwerkkabel und da seht ihr, schwuppdiwupp, das kommt hier an diesen Netzwerkanschluss. Und wir haben natürlich hier noch unser Twisted und geschirmtes Kabel für RS485, also Modbus. Das ist die Modbus-Verbindung zum Wechselrichter, damit wir den damit steuern können. Und natürlich haben wir hier unsere 3 Strippen UVW für unseren Motor. Ja, unsere 3 Leitungen. Für unsere Spindel. Und das ist im Prinzip schon das, wie die das hier machen. Und da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich werde euch das aber nicht zeigen. Und wie gesagt, selbst wenn ihr das natürlich hoffentlich und absolut ohne Spannung hier zusammenklemmt, kann es natürlich immer sein, dass man sich irgendwo versteckt, irgendwo falsch rein was tut, hier irgendwie, keine Ahnung, berührt irgendwie eine kleine Faser noch, irgendwie das Gehäuse oder was auch immer, und dann schaltet ihr das ein, gibt es einen Knall. Also besser das Ganze mit einem Freund machen, der das kann. Ja, also eine Elektrofachkraft. Ja, der Kasten, den ihr dafür braucht, ist ein 400 x 600 x 200, wenn ihr den kaufen wollt. Die 200 ist hier die Tiefe, ne? Die brauchen wir, weil sonst der Umrichter da nicht reinpasst. Ja, geht der Deckel nicht zu. Müsst ihr also aufpassen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr schon eine kleine Mini-Fräse oder irgendwas habt, diese Aluplatten hier herstellen und könnt dann natürlich auch so einen Kasten bauen hier mit dem Profil. Das zeige ich euch mal. Das habe ich hier, glaube ich, irgendwo schon mal hingebastelt. Das ist jetzt die Version 26 vom Enclosure. Muss ich mir erstmal laden hier, den ganzen Gebabel. Ja, also so sieht das ja dann im Prinzip aus. Ja, und ich mache das mal hier weg, damit wir besser gucken können. Und das ist das normale Enclosure, sage ich jetzt mal, der Kasten, so wie ich ihn auch habe. Bloß meiner geht halt nicht auf der kurzen Seite, auf der langen Seite auf, sondern mein Kasten liegt ja im Prinzip so auf der Seite und geht zur Seite auf. Das liegt daran, dass der bei mir nachher unterm Tisch steht. Ja. Und was wir hier natürlich auch haben, klar, ist dieses Bedienpanel. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Hier ist ein Lüfter, ja, und hier auf der anderen Seite auch. Und die sind natürlich wichtig, dass wir hier die Treiber kühlen, dass wir den Umrichter kühlen. Bei mir kommt die Luft hier unten rein und geht hier oben raus. Und hier unten liegen meine Treiber dann auch, aber das zeige ich euch dann nochmal. Ja, also das ist das Enclosure. Hier seht ihr zum Beispiel die Netzteile, die haben ja so spezielle Halterungen, die man dann auch drucken kann und die da festmachen kann. Ich werde das so nicht machen, ich werde die direkt aufschrauben, ne, damit die schön auch Wärme übertragen an das Gehäuse. Ja, und hier haben wir nochmal den angesprochenen Schalter dieser Kaltgerätedose und das ist diese Übergabeplatte hier, wo ihr im Prinzip die Encoder und die Motorleitung mit so den grünen China-Steckern dran basteln könnt. Aber guck mal, dann habt ihr die Motorleitung, ich muss meine verlängern, ja, die reichen nicht. Das heißt, ich habe schon die erste Trennstelle hinter Motor zur Verlängerungsleitung. Dann habe ich die Verlängerungsleitung auf den grünen China-Stecker. Den stecke ich dann da rein. Ja, hier stecke ich den rein. Und dann habe ich hier wieder eine Trennstelle und ein Kabel, was dann hier drauf geht. Ja, mit den entsprechenden Motorleitungen und den Encoderleitungen bei Closed Loop. Blödsinn. Ja, was ich machen werde, ich werde solche Verschraubungen hier nehmen. Werde die einfach hier zack, 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 alle reinbohren. Ja, mache hier nicht so ein riesen Loch, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe so einen Knacker, da kann man so ein 16er Loch mit zuppeln oder ein 16,5. Und dann kann man so eine Verschraubung nehmen und alle meine Leitungen werden mit solchen Verschraubungen in den Schaltkasten kommen. Ja, die Zuleitung, also die 230 Volt, die 8 Leitungen der Motoren. Ja, ich habe ja immer 4 Motorleitungen, 4 Encoderleitungen. Das Netzwerkkabel vom Flexi für die ganzen Endstops. Wahrscheinlich werde ich noch ein paar Außensteckdosen dran bauen für die Wasserpumpe und so, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich da mache, weil ich will ja eine Closed-Loop-Wasserkühlung benutzen. Ich habe noch alte Komponenten vom PC, von der PC-Wasserkühlung und damit wird meine Spindel gekühlt. Die Amerikaner holen sich einfach einen 20 Liter Eimer Wasser, schmeißen dann eine China-Pumpe rein, eine 230 Volt und pumpen aus dem
Wasserbottich, wo eine 230 Volt China-Pumpe drin liegt, pumpen sie das Wasser durch ihre Spindeln und packen das Wasser wieder zurück in den Eimer. Ja, das Bucket Cooling. Da macht man ein bisschen Antifreeze rein, also Korrosionsschutz und Frostschutzmittel und dann ist man damit zufrieden. Ich persönlich werde eine Closed-Loop Kühlanlage bauen aus einem alten Radiator von der PC-Wasserkühlung. Ja. Das reicht vollkommen aus für die Leistungsklassen, die wir da fahren und die Zeiten, die wir fräsen. Ja. Ja, also das ist das Enclosure, was ich euch zeigen wollte. Und ne, das könnt ihr natürlich auch hier bauen. Das habe ich hier, glaube ich, auch irgendwo. Das ist ja das Blech-Enclosure sozusagen. Und ich habe habe ich das mal runtergeladen oder auch nicht. Das andere, ich meine, ich hätte das mal runtergeladen hier bei mir. Aber kann ich mich jetzt auch irren? Ich glaube, das ist es nicht, oder ist es das? Wir können ja noch mal gucken, ob es das ist. Kann auch eine andere Version sein von dem Blechkasten. Ich hatte mal irgendwann das Enclosure mit den Alu-Strangos-Sachen runtergeladen. Dauert jetzt ein bisschen, weil ist ja alles in der Cloud hier, ne? Ne, das ist auch der Blechkasten. Ich hatte hier irgendwo mal, jetzt hängt das hier wieder. Ich hatte das irgendwo, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Das ist dann das, wenn ihr die Alu-Strangos-Version verwenden wollt. Wenn ihr also Aluminiumplatten nehmt, mit denen ihr dann das Ganze dann schon mal vielleicht beim Kumpel fräsen lasst oder so. Ne? Das sieht dann so aus. Ja, ihr seht es hier, man kann das hier auch schön zuklappen, ja, und aufklappen, dass man da so ein bisschen reingucken kann. Und da sehen wir dann halt auch, das ist Alu-Strangos. Und diese Platten lässt man sich halt fräsen. Das ist dann natürlich am geilsten, ne? Weil man ja dann ist die Passgenauigkeit absolut gegeben, ja. Und dann schraubt man den Schnatter einfach zusammen. Ja, hat da hier schön so Gelenke dran gemacht. Bastelt man das hier alles zusammen und dann macht man hier noch einen Deckel dann am Ende drauf. Ich weiß nicht, ob der das ist hier. Ne, der ist es nicht. Aber den können wir auch hochklappen, genau. Aber den Deckel, den könnt ihr ja genauso groß machen wie das Ding hier, ja. Und dann habt ihr auch einen Deckel. Und das ist dann das Enclosure mit den Alu-Strangos-Sachen. Und dann könntet ihr hier nämlich schon die ganzen Löcher bohren und die Winde schneiden und alles. Das finde ich aber auch nicht so schön, dass hier sind zwar so Pilzkopfschrauben oder Flachkopfschrauben gezeichnet, da müsst ihr so viele Winde schneiden. Ich habe einfach eine Popni-Zange genommen. Ja, also Popni-Zange ist da meiner Meinung nach noch die geilere Wahl, außer hier beim Umrichter und Co. Da sollte man natürlich dann schon Schrauben nehmen, weil der wiegt ja auch ein bisschen was. Ne? Und hier bei den Hutschienen natürlich auch. Und hier kriegt ihr auch die Hutschienenhalterung her, habe ich euch ja erzählt. Das ist einmal dieser Rahmen mit diesen zwei Haltern hier fürs Flexi-Hole, weil ich auch die Frage bekam, wo kommt es her, habe ich ja erzählt, kommt aus dem Elektronik-Enclosure. Da ist es. Ja, auch hier sind die für die Vagos, jetzt habe ich die Vago, das sind die Vago-Klemmen, Sachen, die kann man dann auch einfach exportieren zum Drucken. Das geht auch ganz einfach. Man geht hier oben auf Datei, sagt 3D drucken, dann fragt er einen, was willst du 3D drucken? Das Ding, und dann sagst du okay und dann exportierst du das und dann kannst du 3D drucken, dieses Ding. Ja. Also das passt schon. Und ihr seht auch, hier ist das ein bisschen anders gelöst. Hier gibt es so eine schönen Fangrills. Ja, die könntet ihr euch theoretisch auch ausdrucken, wenn ihr wollt. Auch hier sind wieder diese komischen Durchführungen. Und das Ding hier, das ist das, was ich euch erzählt habe. Wir können ja mal hier auf Drucken gehen. Ach, wartet mal, nee, nicht drucken. Wir gehen mal auf Isolieren. Und zwar, ich gehe mal hier, wartet mal so drauf. Jetzt sage ich mal, das so. Nein, das geht auch nicht. Ich habe das doch schon mal gemacht, Mensch. Man kann das nämlich isolieren. Wahrscheinlich drücke ich schon mal falsch. Da steht hier unten irgendwo isolieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich habe es schon wieder vergessen. Jedenfalls, dieses Ding hier könnt ihr als Bohr, jetzt habe ich es richtig angeklickt. Ich habe hier auf den Rand geklickt, rechts isolieren. Das hier, wenn ihr das ausdruckt, ja, müsst ihr natürlich hier das Ding hier noch extrudieren. Also wir klicken den Innendings ein, drücken I, drücken I, genau. Wir sind ja noch in der Skizze, glaube ich. Ne, I ist ja, wir drücken I. Ach nee, Mensch, I, wir drücken E, Alter, ich drücke I, ich denke, ja, warte mal, Position erfassen, Mann. Oh. Mann, ey, E, Position erfassen, genau, da war es gerade, ach Mann, ey, nochmal. Wir drücken hier die Fläche, drücken E, Position erfassen, dann schießen wir das raus, drücken OK, Mann, jetzt haben wir es, ja, also... Dieses Ding habe ich mir dann ausgedruckt und das habe ich als Bohrhilfe verwendet. Ja, um dann die entsprechenden, hier mit einem Edding, und dann habe ich mir da ein bisschen Tape drauf gemacht auf den Schrank, habe das da festgeklebt. Das Tape, das, wenn man mit der Stichsäge sägt, dass man dann halt nicht alles kaputt kratzt, ne?
Und dementsprechend habe ich das Ganze dann hier so als Bohrhilfe verwendet. Ja, aber dass ihr das mal gesehen habt. Ja. So, was wir hier natürlich dann auch noch brauchen, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, das sind natürlich die beiden Kabeldurchführungen, die wir dann hier noch in die entsprechenden Dings reinmachen müssen. Da könnte man jetzt einfach ein Loch reinbohren. Man kann aber auch einfach dieses Teil rechtsklicken und auch das kann man einfach isolieren, wenn es denn geht. Vorhin, es ist unglaublich, vorhin ging es. Wahrscheinlich bin ich zu doof, genau. Das kann man jetzt isolieren. Jetzt kann man sagen, okay, wir wollen hier in der Konstruktion, wollen wir eine neue Skizze haben, die machen wir hier drauf. So, ja, na jetzt, das ist halt alles online, ja. So, jetzt haben wir hier eine Skizze. Jetzt sagen wir hier, wir drücken P, wir projizieren uns jetzt mal hier die entsprechenden Linien. Ne, das nicht. Wir projizieren uns mal die Linien hier rüber. Das war, ich glaube, man kann das doppelklicken. Ne, irgendeinen Trick gab es. Dann nimmt er die komplette Linie. Ich bin auch kein Cut-Profi. Ja, also das mal dazu gesagt, das wird noch lustig. So, aber das machen wir erstmal mit der Projektion. So, jetzt haben wir nämlich die Fläche sozusagen und was man jetzt machen kann, man kann natürlich die Mitte und so weiter, da wissen wir ja gar nicht, wo die ist, da kann man sich dann Konstruktionslinien ziehen, sage ich mal, die man dann in die Mitte hier legen kann und dann haben wir hier in der Mitte und dann sagen wir haben hier diese beiden, ich zeige euch das nochmal in echt hier, das ist ja dieses Ding und dann gucken wir uns einfach mal in der Realität an, wie viel Abstand wir ungefähr bräuchten, damit man da nachher gut rankommt, damit das hier auch schön schraubbar ist und auch schön aussieht in der Mitte. Ne? Dann nimmt man sich dann Messschieber, misst das aus und dann macht man sich auf der Skizze hier eine entsprechende Mittellinie und zieht das auf der Mittellinie mit dem Abstand von der Kante, die man da ausgemessen hat, auf dem Hardware-Bauteil, was man schon in der Hand hatte, macht man hier zwei Kreise. 16 mm brauchen wir, da nimmt man halt ein bisschen mehr, 16,2 oder so. Ja, kann man ja mal ausmessen, wenn man mit einem Messschieber mal guckt. Aber wenn das 16er sind, dann haben die meistens auch ein 16er Gewinde unten oder ein 16er Loch. Deswegen heißen sie ja so. Nee, deswegen heißen sie nicht so, das Quatsch, was ich euch gerade erzählt habe. Also spielt ja keine Rolle, ich will euch nicht verwirren. Jedenfalls nimmt man sich einfach einen Messschieber, misst mal diese Mutter aus, ja, also quasi diese Winde. Ich habe hier auch mal einen Messschieber hingelegt. Einfach mal, um jetzt mit euch das mal zu messen. Ja, misst man das Loch aus und das Loch hat 16 mm. Genau, das, was ich euch gerade erzählt habe. Nein, das ist nicht wegen des Durchmessers, doch ist es. So, also, ne, haben wir dann und dann können wir hier einfach, zieht man sich hier eine Linie, ja, ich mache jetzt mal hier, keine Ahnung, nehme jetzt mal hier eine Linie, da kann man auch ein bisschen tricksen, sage ich mal, ja, wenn man nämlich die Mittellinie sucht, drückt man einfach die Shift-Taste oder man sucht die Mittellinie, ja, dann zieht man sich die hier runter, ne, da ist die Mittellinie und da wir ja schon vorher gesagt haben, das ist eine Konstruktionslinie, ist diese Linie dann halt nicht in echt sozusagen, also die ist nur so da zum Konstruieren, deswegen heißt sie so. Und dann macht man einfach hier erstellen, Kreis mit Mittelpunkt, sage ich mal. Kreis mit Mittelpunkt, Durchmesser Kreis, genau. Und dann geht man hier halt auf sein Maß, wo man hin will. Sagen wir jetzt mal hier 16,2. 16,2. Ja, habe ich jetzt natürlich, genau, da ist der Kreis. Und jetzt könnte man sagen, dass man im Prinzip den Kreis dann auch nochmal hier runter macht. Der ist natürlich jetzt auch eine Konstruktionslinie, ne? Da muss man dann eigentlich den nochmal umstellen, dass das keine Konstruktionslinie ist, sonst wird der Kreis nämlich nicht ausgeführt. Ihr seht es ja hier. Ja, aber der ist keine, können wir nämlich rausnehmen. So, jetzt ist er keine Konstruktionslinie. So, jetzt können wir denselben nochmal machen. Ja, suchen wir uns hier wieder die Mittellinie, haben dann hier unsere 16,2 mm, weil ich das ein bisschen größer machen will. Ja, und jetzt muss man natürlich diese Skizze noch bestimmen. Ja, man muss also die Maße noch festlegen, wo was liegt sozusagen. Ne? Also das kann man dann auch ganz einfach machen mit der D-Taste für Dimension. Also, und dann sagt man einfach, okay, wir haben jetzt ausgemessen, das sind, keine Ahnung, 20 mm. Ja, dann sagen wir von hier nach hier sind es auch 20 mm, sagen wir jetzt mal. Ja, dann rückt er die dahin. Und jetzt müssen wir sie natürlich, müssten wir sie noch vermessen in der Mitte, aber das brauchen wir nicht, weil wir ja hier über diese Konstruktionslinie im Prinzip das Ganze gemacht haben. Jetzt drücken wir einfach OK, dann wählen wir mit der Shift-Taste diese beiden Sachen aus. Wir drücken E, ja, dann drehen wir das ein bisschen, dann sehen wir es, ziehen das hier raus und gucken hier muss Ausschneiden stehen, oben rechts, wir drücken OK und schon haben wir unser Bauteil, was wir mit 2 Löchern haben. Und dann können wir einfach sagen,
Datei, 3D drucken, dieses Teil bitte, okay, exportieren, ausdrucken, 4-mal. Wir brauchen es vorne 2-mal rein, hinten 2-mal raus. Und dann haben wir im Prinzip das Ding mit den Löchern und können dann ganz einfach hier die Dinger da reinschrauben. Ja, also das ist schon easy peasy lemon squeezy. Da muss man natürlich dann noch ein bisschen gucken, dass man hier genug Futter hat. Ja, also man müsste dann mal messen, wie viel Platz man hat hier, also wie dick das Blech sozusagen sein darf. Da könnte es nämlich sogar sein, dass das hier dann zu dick wird, ja, dass man dann im Prinzip das vielleicht nochmal ein bisschen dünner machen muss. Da würde man dann einfach diese Innenfläche extrudieren. Drückt I, ja. Ach, I, Mann, drück mal I, weil das englische E ist I. Ne? Drücken E und jetzt könnte man zum Beispiel hier nochmal so, keine Ahnung, 0, irgendwas Millimeter nach innen, was auch immer, und könnte das dann auch dünner machen, wenn dann eben die Verschraubung da nicht, wenn die dann eben kein Futter mehr hat, aufgrund dessen, dass hier nicht genug Gewinde drauf ist. Ja? Das kann man erst vorher ausmessen. Ja, also das wollte ich euch nochmal zeigen, dass wir eben das hier auch noch vorbereiten können jetzt. Es gibt ganz viele kleine Arbeiten, die man machen kann. Wir können dann jetzt noch die Endschalter anschließen, also die Endschalter, so heißen sie ja auch. Und man kann natürlich hier dann schon mal gucken, was man so für Komponenten kaufen soll. Ja, ihr seht es, hier ist ein Schneider 220 Volt Ding, und da habe ich auch mit Logan schon gesprochen, hat er gesagt, er will das halt einfach haben, damit die Leute es einfach nachbauen können. Und er hat das mit 24 Volt Schützen probiert, und dann haben die Leute dann immer 24 Volt AC, also Wechselspannungsschütze, an DC Gleichspannung angeschlossen, dann sind die abgefackelt, und deswegen hat er gesagt, er hat das alles auf 220 Volt umgestellt. Mache ich nicht. Ja. So, was hier natürlich auch noch ein Thema ist, wenn ihr hier schon mal gleich seid, ihr könnt hier mal auf VFD klicken. Variable Frequency Device heißt das. Das ist also unser Frequenzumrichter, der kleine HY. Und da sehen wir schon, da müssen wir nachher ein paar Parameter einstellen. Das machen wir dann auch noch zusammen. Ja, das macht ihr auch, bevor ihr irgendwas da anschließt an das Ding. Das ist nämlich wichtig, dass die 220 Volt richtig eingestellt werden, dass die 400 Hertz richtig eingestellt werden und so weiter. Der Gesamtstrom, das stellen wir alles vorher ein, bevor wir die Spindel anschließen. Ja, weil wenn irgendwas passiert und wir drücken aus Versehen die Starttaste, dann dreht der Umrichter möglicherweise die Spindel hoch mit den falschen Parametern, und dann könnte die Spindel kaputt gehen, beziehungsweise der Umrichter könnte kaputt gehen. Ja. Für den YL gibt es keinen Support meinerseits. Das ist einer der fürchterlichsten Umrichter, die es überhaupt gibt. Der HY ist auch nicht unbedingt der geilste. Also wenn ihr wirklich ein bisschen was Cooleres haben wollt, dann kauft euch einen Opti-Drive oder sowas von Invertec, oder es gibt auch welche von Siemens, die bezahlbar sind. Aber wenn, dann nehmt den HY, und hier, wenn ihr den YL gekriegt habt, dann schmeißt ihn gleich in eine Mülltonne und kauft euch einen HY. Ja, die sind auch nicht besonders toll. Habt ihr bei meinem ja gesehen, dass da schon Bauteile rausgefallen sind. Ich habe da einen neuen gekriegt, das war der falsche. Das habe ich dann nämlich einen YL gekriegt, und dann habe ich den Chinesen gefragt, ob er dann den YL wieder, ich will den wieder zurückschicken, weil ich habe ja den nicht bestellt. Wollte ja einen HY haben als Ersatz, weil ich habe ja auch einen HY bestellt und bekommen. Und da hat der Chinese gesagt, der YL, der ist so crappy, den will er nicht mal selber zurückhaben. Ja, also den lege ich mir jetzt in den Schrank und keine Ahnung, als Notfalllösung vielleicht. Aber der ist nicht gut, der ist wirklich nicht gut. Ja. Und da gibt es dann natürlich hier entsprechend noch die Geschichte mit der Erdung an dem Stecker, das habe ich euch ja schon erzählt, das haben wir ja schon gemacht. Und dann sehen wir auch hier, dass das hier eben auch kontrolliert wurde. Oh, ich bin so müde. Ich langweile mich schon selbst zu Tode. Naja. Und dann haben wir hier noch das Water Pump Control, dass der Wechselrichter kann nämlich, wenn der dann läuft, kann der auch sich selbst seine Kühlwasserpumpe für die Spindel einschalten. Ja. Achtung, maximal 3 Ampere, ja, oder 30 Volt DC. Ja, mehr darf hier nicht rein. Ja, ansonsten machen wir das Ganze natürlich mit RS485. Das wird hier oben auch schon konfiguriert, und wir werden dann ganz einfach mit dem das Ganze mit NC-Sender dann alles einstellen, damit wir dann mit dem VFD dann per Modbus sprechen können. Ja? Also das ist schon, steht hier im Prinzip schon alles. Das ist hier der YL, denn um den geht es nicht, das brauchen wir auch alles nicht hier. Das ist YL alles, das ist alles Müll. Ja, aber das zeige ich euch dann noch, wenn es soweit ist. Die Verdrahtung werde ich euch nicht zeigen, aber ich werde euch natürlich die Dinge, die ihr wissen müsst, die zeige ich euch. Ja? Hier für die Maschine, dass sie dann nachher läuft. Ja, also das soll es dann schon gewesen sein, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video, da werden wir dann wieder was an der Brenntennsee machen.
Ich überlege gerade, was steht denn jetzt an? Ja, Elektro-Enclosure, ja. Also ja, ich zeige euch meine Elektrokiste mal und dann fange ich schon an mit Kabel konfektionieren und Spindelkabel durch den Schlepp ziehen und Wasserleitungen durch den Schlepp ziehen und ja, also Sachen. Ne? Das machen wir dann schon alles. Also ich denke, das ist nicht mehr lange hin, dann werden wir schon mal das erste Movement haben. Ach, und natürlich habe ich ja noch eine kleine Überraschung für meine Print-NC, also ich habe zwei kleine Überraschungen. Über die werden wir noch nicht sprechen, sondern vielleicht erst im nächsten oder übernächsten Video. Da werde ich auch abfeiern und werde das vielleicht sogar lieben und selbst machen. Also, da muss der Chris ja noch ein bisschen was denken. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare unter dem Video. Oder ihr könnt natürlich auch, hier seht's, ne, hier steht discord.bau-mit-bart.org. Da könnt ihr einfach auf unseren Discord kommen, beziehungsweise auch in den Discord der Print-NC gehen. Das seht ihr hier einfach, hier oben links steht Discord, da einfach draufklicken. Und dann könnt ihr auch da Fragen stellen. Ja, gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski, bis dann, Imanski. Euer Chrissy. Und jetzt gehe ich in Bett. Bin nämlich gerade von der Nachtschicht gekommen. Nee, auch nicht. Lüge. Spätschicht. Es ist 0:41 Uhr. Muss erst mal schlafen gehen. Gute Nacht.